Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für diesen hübschen Pullover benötigt ihr einmal euren Brustumfang, es sei denn ihr sagt euer Hüftumfang ist breiter, dann selbstverständlich den Hüftumfang. Und diesen teilt ihr einmal durch 2 und rechnet plus 5 cm mehr drauf. Ich häkel hier wie immer für Größe M, also Größe 38. Das sind in etwa, Pi mal Daumen, 100 cm Brustumfang. Teile diese durch 2, komme somit auf 50 und rechne noch einmal plus 5 cm drauf. Also komme ich ungefähr auf 55. 55 cm fürs Vorderteil und 55 cm fürs Rückteil. Hier ist jetzt nun Folgendes. Ich rechne hier grundsätzlich nur 5 cm drauf, weil wir im Zickzackmuster häkeln. Das Zickzackmuster ist ein bisschen tückisch. Es kann etwas größer, aber auch etwas kleiner ausfallen, je nachdem wie fest oder wie locker ihr häkelt. Dann kommt es ja auch noch auf eure Nadelstärke und eure Wolle an. Wir werden jetzt gleich gemeinsam erst einmal eine Spitze häkeln. Zumindest so 2, 3 Reihen davon, damit ihr dann wisst, wie viele Spitzen ihr benötigt, um auf eure Maße zu kommen. Ich halte in dem Fall auf 55 cm, zumindest ungefähr plus minus. An der Maschenprobe kommen wir leider nicht dran vorbei, denn anhand dieser Probe können wir halt nur ausrechnen, wie viele Spitzen wir brauchen. Um dieses Zickzackmuster für einen Pullover nutzen zu können, müssen wir auf jeden Fall eine Maschenprobe machen. Dazu häkle ich mit euch eine Spitze. Wir benötigen einmal 29 Maschen. Nachdem wir unsere 29 Maschen gehäkelt haben, lege ich meinen Daumen auf die letzte Masche und häkel zusätzlich 5 Luftmaschen und gehe ab Nadel in die 6. Masche, das ist die, wo ich meinen Daumen drauf halte, und häkel dort ein Stäbchen hinein. Danach nochmal zusätzlich 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte Masche eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Nun haben wir hier unsere Anfangsgruppe, 3 einzelne Gruppen und jetzt kommt die Spitze nach unten. 2 Maschen freilassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. 4 Maschen freilassen, Umschlag und in die 5. Masche eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte Masche eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte Gruppe eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Und am Ende der Reihe
Ein Umschlag und in die letzte Masche eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen. Das war Reihe 1 und dann haben wir schon mal unser V. Kommen wir zur Reihe 2. Ich ziehe die neue Farbe durch die alte hindurch, die alte Farbe zu, nehme alle Fäden und masche damit die erste Luftmasche ab. Dann nehme ich mir die neue Farbe und häkle zusätzlich 2 Luftmaschen, damit ich insgesamt 3 habe und nochmal zusätzlich 2, um insgesamt 5 zu haben, so wie in der ersten Reihe. Dann mache ich einen Umschlag, gehe um die Kette herum und häkle dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Danach zwischen die nächsten beiden Gruppen eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Zwischen die nächsten beiden eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Zwischen die nächsten beiden eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Und nun kommt der Bogen nach unten. Eine Gruppe aus 3 Stäbchen zwischen die beiden Gruppen. Und zwischen die beiden Gruppen mit der langen Kette, die lassen wir aus, überspringen und gehen zwischen die nächsten beiden. Damit wir die Spitze erhalten. Danach folgen wieder 3 normale Gruppen. Zwischen jede Gruppe eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Insgesamt 3 Stück. Und die letzte Gruppe kommt seitlich um die Kette herum. 3 Stäbchen. Und dann wie am Anfang 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die dritte Steigeluftmasche der Vorreihe. Das war Reihe 2. Und dann häkeln wir noch eine dritte Reihe gemeinsam, denn ich würde mindestens 3 häkeln, um die richtige Größe nachher abmessen zu können. Ich ziehe wieder die neue Farbe durch die alte Farbe zu, nehme die neue Farbe, mache 2 zusätzliche Luftmaschen, um das Stäbchen fertig zu haben und dann 2 Luftmaschen, die wir benötigen, um den Anfang zu erhalten. Danach um die Kette herum 3 Stäbchen. Als nächstes kommen wieder 3 normale Grüppchen. Zwischen jede Gruppe eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Dann sind wir wieder an der Spitze unten angekommen und müssen davor eine Gruppe machen. Die nächste Lücke lassen wir frei und gehen in die danach und häkeln eine Gruppe
aus 3 Stäbchen und achten dabei darauf, dass wir oben die Masche schön eng zusammenhäkeln, dass diese sich nicht zu weit auseinanderzieht. Und wenn wir die Spitze dann nach unten haben, kommen wieder 3 normale Gruppen. In jede Lücke eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Und am Ende der Reihe, um die Kette am Ende, eine Gruppe aus 3 Stäbchen und wie am Anfang 2 Luftmaschen und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der dritten von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. So, wenn ihr den Rand jetzt hier gerade zieht, dann habt ihr eure Spitze. Und anhand dieser Breite könnt ihr jetzt dann das Ganze auf euren Pullover oder die Decke, die ihr machen wollt, übertragen und ausrechnen, wie viele Spitzen ihr benötigt, um auf eure Maße zu kommen. Alle Angaben zu Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unterm Video in der Infobox. Ich werde hier mit einer 4er Nadel und 4-fädigen Bobbeln arbeiten. Laut meiner Maschenprobe benötige ich 4 Spitzen fürs Vorderteil und 4 Spitzen für den Rücken. Wir schlagen also jetzt eine Luftmaschenkette oder eine direkte Kette mit festen Maschen an, zählen diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 29 sein, denn eine Spitze benötigt 29 Maschen. Ich brauche nun 4 Spitzen, das heißt 4 mal 29 Maschen. Ich fange direkt mit dem Fußschlingenanschlag an auf feste Maschen. Ihr könnt hier aber auch mit einer Luftmaschenkette arbeiten und feste Maschen zurückhäkeln. Also Luftmaschenkette anschlagen auf eure Größe, Maschenanzahl teilbar durch 29 und dann nochmal alles mit festen Maschen zurück. Oder aber mit mir gemeinsam den Fußschlingenanschlag häkeln. Ich häkel 2 Luftmaschen, gehe in die erste untere einzelne Schlaufe zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, masche erst eine Schlaufe ab und dann 2. So haben wir schon mal unsere erste feste Masche. Nun hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet, die nehmen wir auf die Nadel, holen den Faden wieder durch, ziehen beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und durch 2 für eine feste Masche. Also nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen und zuerst den Boden der Masche häkeln. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und dann durch 2 für die feste Masche, wie man es kennt. Nächste gebildete Masche, Faden holen, Schlaufen hochziehen, durch eine für den Boden und durch 2. Nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, hochziehen, durch eine und durch 2. Nächste gebildete Masche einstechen, beide Schlaufen hochziehen, durch eine und durch 2. Und das geht dann sehr schnell. Ihr habt eine schöne elastische Kette, die sogar ziemlich genau ist und spart euch somit Hin- und Rückreihe. So, und ich werde nun 4 mal 29 Maschen anschlagen. Bis gleich. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, durchgezählt, teilbar durch 29, kommen wir nun zur Reihe 1. Für das Zickzackmuster mit gerader Abschlusskante beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 2 zusätzlichen Luftmaschen, also insgesamt 5 Luftmaschen.
machen einen Umschlag und gehen in die erste Masche hinein und häkeln dort einen Fächer aus 3 Stäbchen. Das heißt 3 Stäbchen in diese eine Masche. Das soll dann eine halbe Spitze nach oben darstellen. Als nächstes lassen wir 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag 2 Maschen frei lassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag 2 Maschen frei lassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Nun haben wir 3 einzelne Gruppen nach unserer Spitze gehäkelt. Als nächstes kommt die Spitze nach unten. Wir lassen 2 Maschen frei und häkeln in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Umschlag 4 Maschen frei lassen und in die fünfte einstechen und dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln, dabei darauf achten, dass diese Masche sich nicht zu groß zieht, sondern schön eng zusammen gehäkelt ist. Und dann haben wir die Spitze nach unten. Nun kommen wieder 3 einzelne Gruppen. 2 Maschen frei lassen, in die dritte einstechen und eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Zwei Maschen frei lassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Und ein letztes Mal 2 Maschen frei lassen und in die dritte eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Hier war unsere Spitze nach unten, zu denen gehören diese beiden Gruppen und dann 1, 2, 3 einzelne Gruppen. Nun kommt die Spitze nach oben. 2 Maschen frei lassen und in die dritte einstechen und eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und das ist unsere Spitze nach oben. Es folgen wieder 3 einzelne Gruppen. 2 Maschen frei lassen und in die dritte einstechen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Zwei Maschen frei lassen, zweite Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Zwei Maschen frei lassen und in die dritte einstechen und dort die dritte einzelne Gruppe häkeln. Nun kommt wieder der Bogen nach unten. 2 frei lassen, in die dritte einstechen, eine Gruppe aus 3 Stäbchen häkeln. Vier Maschen frei lassen und in die fünfte einstechen und dort eine Gruppe häkeln, dabei darauf achten, dass die Masche nicht zu groß gezogen wird. Das ist unsere Spitze nach unten. Nun kommen wieder 3 einzelne Gruppen. 2 Maschen frei lassen, erste Gruppe. Zwei Maschen frei lassen, zweite Gruppe. Und 2 Maschen frei lassen, dritte Gruppe.
Und am Ende der Reihe wieder so wie am Anfang in die letzte Masche eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein einzelnes Stäbchen in die gleiche Einstichstelle, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt wieder wie gerade schon gezeigt. 3 Steigeluftmaschen, um auf ein Stäbchen zu kommen. So. 3 Steigeluftmaschen und nochmal zusätzlich 2 Luftmaschen. Und nun stechen wir in dieses Loch ein und häkeln dort eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Das ist dann wieder unsere Spitze nach oben, zumindest eine halbe. Es folgen wieder 3 einzelne Gruppen. Diese häkeln wir jetzt immer in die Löcher zwischen den Gruppen. Erste Gruppe, zweite Gruppe und dritte Gruppe. Also Anfangsspitze, erste, zweite, dritte. Die vierte Gruppe wird für die Spitze nach unten gehäkelt. Die nächste Lücke ist die, wo wir 4 Maschen freigelassen haben für die Spitze nach unten. Diese lassen wir aus und gehen in die nächste Lücke hinein und häkeln dort wieder eine Gruppe und achten darauf, dass die Masche schön eng an die nächste Masche von der anderen Seite liegt, damit wir so die Spitze nach unten erhalten. Es folgen wieder 3 Grüppchen. So, das war die Spitze. 1, 2 und 3. Die Spitze nach oben ist leicht, denn die erkennt man sehr gut. Wir häkeln in die Spitze nach oben um die Kette herum wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Für die Spitze nach unten muss man sich dann merken, dass man ab hier 3 Grüppchen häkelt. Und bei der vierten fängt dann wieder die Spitze nach unten an. So, Spitze nach oben, 1, 2, 3. Jetzt kommt die vierte Gruppe. Das heißt, die nächste Lücke lassen wir aus, gehen in die danach und häkeln die nächste Gruppe schön an die davor. Und achten darauf, dass die Masche schön eng anliegt. Danach wieder 3 Gruppen
nach oben. Und nach der dritten Gruppe kommt wieder die Spitze, die nach oben zeigt. Und am Ende der Reihe häkeln wir um die Kette an der Seite herum erst einmal eine Gruppe aus 3 Stäbchen und danach 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Seite hinein, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Und das war Reihe 2. Und das ist auch das eigentliche Muster. So erhalten wir den geraden Rand an der Seite. Wir beginnen mit 5 Steigeluftmaschen, wobei 3 für die Höhe eines Stäbchen ist und 2 für die Luftmaschen in der Mitte. Und häkeln zusätzlich nochmal eine Gruppe aus 3 Stäbchen, alles in die gleiche Einstichstelle. Es folgen 3 einzelne Gruppen. Und die 4. wird mit der 5. zusammengehäkelt und in der Mitte müssen wir eine Lücke freilassen. Und das ist diese, wo wir 4 Maschen haben. Danach kommen wieder 3 einzelne Gruppen nach oben und die Spitze nach oben, die erkennt man sehr gut. Da häkeln wir dann einfach eine Spitze in die Spitze aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen, alles in die gleiche Einstichstelle. Als nächstes wieder 3 Gruppen nach unten, dann kommt die Spitze nach unten, indem wir die 4. Gruppe mit der nächsten verbinden, dabei aber unten die Lücke auslassen, wo wieder 4 Maschen frei sind. Und am Ende der Reihe gehen wir wieder nach oben mit 3 einzelnen Gruppen und in die letzte Lücke, das ist zwischen der Gruppe und den Steigeluftmaschen der Vorreihe, häkeln wir um die Kette herum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen dann in die Steigeluftmaschen, in die 3. Masche von unten angezählt der Vorreihe. So, und so häkel ich jetzt Reihe für Reihe so hoch, wie mein Pullover lang werden soll. Das heißt von unten, wo er sitzt, bis unterm Ärmel. Und dann kommen wir dazu, wie wir das Ganze gerade bekommen, um die Ärmelaussparung einzufügen. Ich werde nicht so wie hier, sondern in jeder zweiten Reihe meine Farben wechseln. Die Angaben zur Wolle findet ihr unter dem Video in der Infobox, falls ihr die Farben so in etwa nachmachen möchtet oder sogar genau. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich meine Gesamtfläche soweit gehäkelt habe. Bis gleich. Zurück nach 24 Reihen habe ich meinen Hauptteil fertig, zumindest einen davon. Das Ganze brauchen wir ja mal 2. Als nächstes legt ihr das Ganze an euch an und schaut mal, wo links und rechts an eurem Ärmel endet. Dann könnt ihr bei einem gut sitzenden Pullover an dieser Stelle mal die Ärmelhöhe ausmessen und dann wisst ihr, wie viel Zentimeter wir jetzt nochmal gerade hochhäkeln müssen. Gerade hoch, deswegen, weil wir das ganze Muster jetzt auch gerade häkeln müssen oder gerade bekommen müssen, um später auch unseren Halsausschnitt vernünftig hineinzubekommen. Mein Hauptteil sitzt so, dass ich ca. 15 cm nur noch für die Ärmelaussparungen brauche. Und innerhalb dieser 15 cm schaue ich jetzt, dass ich dieses Zickzack hier rausbekomme. Dabei möchte ich natürlich nicht viel breiter werden, aber auch nicht schmaler. Allerdings sind ab jetzt Anfang und Ende anders. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Bleibt dran. Ich wechsle zuallererst jetzt mal wieder meine Farbe, denn ich bleibe auf jeden Fall im Farbverlauf. Beginne hier mit 3 Steigeluftmaschen anstatt mit 5, also nur 3 für ein Stäbchen.
Und wenn wir jetzt dieses Muster einfach drüber häkeln, würde jetzt das Ganze auseinandergehen. Da wir aber nicht möchten, dass es jetzt so breit auseinander geht, versetze ich das Muster jetzt um 1 nach innen. Wir würden jetzt eine Fünferkette machen und unsere erste Gruppe direkt hier vorne hinein. Wir machen jetzt allerdings nur 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und gehen nicht ins erste Loch, sondern in das zweite, also nach der ersten Gruppe, und häkeln dort unsere Gruppe hinein. Ab hier häkeln wir nun in jedes Loch eine Gruppe und lassen dabei nicht mehr diese Lücke aus, sondern häkeln wirklich in jedes Loch eine Gruppe. Hier oben an der Spitze kommt nur eine Gruppe hinein, keine 2 mehr. Einfach drüber häkeln, keine Kette mehr, gar nichts mehr. Nur noch Gruppe an Gruppe rein, bis auf die andere Seite. Und am Ende der Reihe machen wir das gleiche wie am Anfang. Wir häkeln in das vorletzte Loch eine Gruppe und häkeln in der Steigeluftmasche der Vorreihe, in der dritten Masche von unten angezählt, direkt ein Stäbchen und überspringen somit die Zunahme. So sieht es dann aus. Also ich habe hier, wo normalerweise ein Fächer oder zusammengehäkelt wird, einfach nur drüber gehäkelt. In der Spitze nur eine Gruppe, also keine Luftmaschen, und hier unten in die große Lücke eine Gruppe und weiter. Und als Ausgleich oder kleiner Ausgleich haben wir hier am Anfang eine Gruppe weggelassen und auf der anderen Seite auch. Die nächste Reihe beginnt jetzt so, dass wir hier trotzdem gerade bleiben wollen. Also beginne ich mit 3 Steigeluftmaschen und häkel um die Kette herum noch 2 zusätzliche Stäbchen. Also eine Gruppe und gehe dann direkt zwischen die nächsten beiden Gruppen und häkel dort eine Gruppe. Das ist der einzigste Unterschied zu den Vorreihen. Wir häkeln jetzt zwischen jede Gruppe eine Gruppe, um das Zickzack Reihe für Reihe auszugleichen. Und Anfang und Ende wird so aussehen, dass wir in der einen Reihe mit Stäbchen beginnen und die Gruppe nach innen versetzen und in der Reihe danach direkt mit einer Gruppe am Anfang beginnen, indem wir 3 Steigeluftmaschen machen und nur 2 restliche Stäbchen um die Kette. Danach folgt die nächste Reihe mit einem Farbwechsel und wieder mit einem Stäbchen beginnen und die erste Gruppe nach innen versetzen, so wie hier. Die vierte Gruppe danach wird wieder eine Gruppe nach außen gesetzt. 3 Steigeluftmaschen und 2 zusätzliche Stäbchen um die Kette herum. Und so häkel ich jetzt Reihe für Reihe meine 15 cm hoch. Und wenn wir dann die Ärmelaussparung geschafft haben, dann sind wir fast fertig. Und am Ende der Reihe, genauso wie am Anfang, 2 Stäbchen um die Kette herum. Und das letzte Stäbchen wird in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, in die dritte Masche von unten an, eingestochen und abgehäkelt.
Die nächste Reihe beginnt dann, wie gerade schon gesagt, wieder mit 3 Steigeluftmaschen und wir gehen direkt in die nächste Lücke. Danach die Gruppe, dann wieder eine Gruppe direkt an den Anfang. Zurück und so sieht das Ganze aus. Und das mal 2. Als nächstes klappen wir die Seiten einmal zusammen, markieren uns die Mitte, nehmen von einem gut sitzenden Pullover unsere Halsausschnittbreite und gehen dann von dem mittleren Marker aus entsprechend nach links und nach rechts weg. Ich habe hier mich für einen Halsausschnitt mit 25 cm Breite entschieden und bin dann vom mittleren Marker aus 12,5 nach links und 12,5 nach rechts. Das sind in etwa 12 Gruppen von außen an nach innen gezählt. So, und nun können wir das Ganze vernähen. Und zwar einmal von außen nach innen zum ersten Marker. Und einmal von hier unten, darauf aber achten, dass wir nicht an der Spitze anfangen, sondern wirklich an der Seite. Von unten zu den Markern und unsere Ärmelaussparung bleibt selbstverständlich offen. So, und wie ich das Ganze vernähe, das kommt dann jetzt als nächstes. Ich nehme mir meinen Faden doppelt, steche durch beide Maschen ein und fixiere mir unten an meinem Knötchen, das ich mir vorher gemacht habe, meinen Faden. So kann sich auch nichts mehr lösen. Und nun gehe ich immer am hinteren Häkelstück circa einen halben Zentimeter durch die Masche seitlich durch. Und danach gehe ich durchs vordere Häkelstück in Höhe des Fadens auch wieder seitlich ein kleines Stück durch, circa einen halben Zentimeter, also ungefähr eine Maschenbreite. Dann wieder in Höhe des Fadens am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter und dann wieder in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück circa einen halben Zentimeter. In Höhe des Fadens am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter. Dabei darauf achten, dass ihr das nicht zusammenzieht, also immer mal wieder das Ganze etwas zurechtzuppeln und danach wieder in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück und so immer im Wechsel. Vorderes Häkelstück, hinteres Häkelstück. Und das nennt man den Couch- oder Matratzenstich und gibt eine schöne flache Naht von innen und von außen. Und dadurch, dass ich den Faden doppelt nehme, ist diese dann auch schön dicht. So, und so vernähe ich jetzt die Seite bis hoch zum Marker. Die Ärmelaussparung bleibt offen und dann nochmal oben von außen nach innen zu den ersten Markern und das Ganze auf der anderen Seite auch. Und dann zeige ich euch das Ergebnis noch an der Puppe. Und so sieht der Pullover aus, nachdem er fertig zusammengenäht ist. Ein wunderschöner Sommerpulli, den man seitlich tragen kann, schulterfrei. Mal eben aus 2 Teilen zusammengeschustert oder ganz normal gerade getragen. Hier trägt die Puppe derzeit einen Rock. Zu einer Jeans und so sieht das auch sehr toll aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.